Wenn du dir ein Auto anschaffen willst, stehst du vor zwei essentiellen Fragen. Welches Auto es werden soll und wie du es finanzieren möchtest. Die erste Frage ist für die meisten von uns einfach zu beantworten. Die zweite Frage hingegen ist schon viel schwerer zu beantworten. Denn hier gibt es 3 Möglichkeiten. Erstens Barkauf, zweitens Kreditfinanzierung und drittens Leasing. Doch welche Möglichkeit ist eigentlich die beste für jemanden mit dem Ziel der finanziellen Freiheit? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben in Freiheit, wo du alles über Investitionen, Business, finanzielle Freiheit und viele andere Finanzthemen erfahren kannst. Denn seien wir ehrlich, die Schulen bringen dir das nicht bei. Also, wenn das Thema für dich interessant ist oder du lernen willst, wie du besser mit deinem Geld umgehst und mehr finanzielle Freiheit hast, dann bist du hier goldrichtig. Und wenn du heute nur eine Sache schaffen willst, dann ist es, den Like-Button zu zerstören, damit ich mehr dieser Videos erstellen kann. Der größte Unterschied zwischen den 3 Varianten ist, dass dir das Auto beim Leasen nicht gehört, sondern du es quasi nur mietest. Schauen wir uns zuerst die Barzahlung. Barzahlung bedeutet in diesem Fall, dass du den gesamten Betrag auf einmal zahlst. Diese Variante ist für dich finanziell am sinnvollsten. Warum? Weil der Verkäufer das Geld auf einen Schlag erhält und somit keine Angst vor Zahlungsausfällen haben muss. Im Gegenzug kannst du dafür meist bis zu 10% Sonderkonditionen oder Gratis-Upgrades bei einem Neuwagen heraushandeln. Außerdem brauchst du keine Zinsen oder Gebühren zusätzlich zu zahlen. Ein Nachteil ist, dass du die Reparaturgebühren, die im Laufe der Jahre anfallen, selbst zahlen musst, was zum Beispiel beim Leasing nicht der Fall ist. Variante Nummer 2 ist die Kreditfinanzierung. Hier nimmst du bei deiner Bank oder der Bank des Autohändlers einen Kredit auf. Damit begleichst du die Schuld beim Autohändler. Das Auto gehört nun dir. Nun musst du monatlich eine Rate an die Bank zahlen. Wie bei jedem Kredit setzt sich diese aus den Zinsen und der Tilgung zusammen. Da du Zinsen zahlen musst, ist eine Kreditfinanzierung immer teurer als ein Barkauf. Bei allen Finanzierungsmodellen ist zu unterscheiden, ob du einen Neuwagen oder einen Gebrauchtwagen kaufst. Hierbei ist zu beachten, dass ein Neuwagen in dem Moment, in dem du ihn vom Autohof fährst, ca. 25% an Wert verliert. Danach verliert ein Auto im Schnitt 6% an Wert pro Jahr. Eine einfache Rechnung. Ein Neuwagen kostet 30.000 €. Nach dem ersten Jahr ist er noch 22.500 €, nach 10 Jahren nur noch knapp 13.000 € wert. Ein Gebrauchtwagen, der auch für 30.000 € gekauft wurde, ist nach dem ersten Jahr noch 28.200 € und nach 10 Jahren immerhin noch knapp 18.000 € wert. Wir sehen also, ein Neuwagen vernichtet in 10 Jahren über 50% seines Wertes. Finanziell lohnt es sich also nicht, einen Neuwagen zu kaufen. Willst du trotzdem regelmäßig einen Neuwagen haben, gibt es noch die dritte Variante des Autokaufs: das Leasing. Beim Leasing zahlst du dem Autohändler quasi Miete dafür, dass du das Auto benutzen darfst. Die Leasingrate richtet sich hierbei nach dem Wert sowie dem Wertverfall des Autos. Beim Leasing wird eine Kilometergrenze festgelegt und wenn du diese bei Abgabe des Fahrzeuges, meistens nach 3 Jahren, beim Händler überschreitest, nimmt der Händler hierfür eine Extragebühr. Der Vorteil ist, dass du spätestens alle 3 Jahre ein neues Auto bekommst und so immer das Neueste vom Neuen fahren kannst. Der größte Nachteil ist jedoch, dass du für jeden Kratzer
und jede Macke zu einer Partnerwerkstatt fahren musst. Diese bessern die Kratzer aus, lassen sich dies jedoch meistens sehr teuer bezahlen. Wir sehen also, dass sich von den 3 Varianten Leasing und Kreditfinanzierung finanziell nicht lohnen. Leasing ist nur dann eine valide Option, wenn du immer gerne das neueste Auto fährst oder du nur für eine bestimmte Zeit ein neues Auto brauchst oder austesten möchtest. Die Kreditfinanzierung sollte für dich niemals eine valide Option sein, denn Geld für eine Verbindlichkeit auszugeben, das du nicht hast, schreit danach, in die Schuldenfalle zu geraten. Und nicht vergessen, hat dir das Video gefallen? Du möchtest uns unterstützen, damit wir jede Woche neue Videos zur Verfügung stellen können? Dann gib uns einen Daumen nach oben und aktiviere die Glocke, damit du nichts verpasst. Bis zum nächsten Mal, euer Leben in Freiheit.